Herzlich willkommen zum Tutorial von Rio The Logistics Flow. Sie haben Trailer von Schmitz Cargo Bull in Ihrem Fuhrpark? Dann verbinden Sie diese Auflieger doch direkt mit der Rio-Plattform und bringen Sie deren Standorte auf den Rio-Flottenmonitor. Es braucht nur wenige Klicks und Sie können die aktuelle Position Ihrer Schmitz Cargo Bull Auflieger auf dem Rio-Flottenmonitor sehen. Rio bringt alle Fahrzeuge in ein System und erleichtert somit Betreibern von Mischflotten die tägliche Arbeit. Im Rio-Flottenmonitor können Fahrzeuge und Anhänger verschiedener Marken angezeigt werden. Somit benötigen Sie nur noch ein einziges Telematiksystem. Wie Sie Ihre Schmitz Cargo Bull Sattelauflieger ganz einfach selbst verbinden können, erkläre ich Ihnen nun Schritt für Schritt. Damit die Daten von Schmitz Cargo Bull in das Rio-Programm exportiert werden können, benötigen Sie einen Export-Account. Dieser kann während des Onboardings erstellt werden. Sie müssen die Rechte eines Administrators im Rio-Konto haben. Nur so haben Sie Zugriff auf die Flottenverwaltung. Los geht's! Loggen Sie sich in Ihr Rio-Konto ein und navigieren Sie über das Hauptmenü zur Flottenadministration. In der Flottenadministration angekommen, müssen Sie nur noch auf Hinzufügen klicken. Schon kann es losgehen. Es gibt 4 verschiedene Fahrzeugtypen, die Sie für Ihr Rio-Konto aktivieren können. Klicken Sie auf den Trailer. Sie können Trailer zahlreicher Hersteller aktivieren. Wählen Sie Ihren aus. Jeder Trailer kann mit unterschiedlicher Telematik-Hardware ausgestattet sein. Wählen Sie hier bitte Schmitz Cargo Bull aus. Lesen Sie sich die Datenschutzbestimmungen für die Verbindung genau durch und bestätigen Sie diese. Damit die Daten von Schmitz Cargo Bull in das System von Rio exportiert werden können, benötigen Sie zunächst einen Export-Account. Diesen können Sie sich ganz einfach über Rio erzeugen lassen, indem Sie auf Export-Account anlegen klicken. Für die weiteren Schritte müssen Sie jetzt ins System von Schmitz Cargo Bull wechseln. Dort loggen Sie sich mit Ihren bekannten Zugangsdaten ein. Den hier angezeigten Benutzername und das Passwort benötigen Sie später nochmal. Bitte schließen Sie daher das Fenster nicht. Im System von Schmitz Cargo Bull stellen Sie nun die Verbindung zu Rio her. Nachdem Sie sich mit Ihren normalen Schmitz Cargo Bull Zugangsdaten angemeldet haben, gehen Sie ins Data Management Center DMC und klicken Sie auf Export-Endpunkte. Erstellen Sie einen neuen Export-Endpunkt, indem Sie auf die Schaltfläche Plus klicken. Geben Sie zum Beispiel Rio als Namen ein. Wählen Sie nun Rio in der Liste der Anbieter aus, um einen neuen Endpunkt zum System von Rio zu erstellen. Geben Sie in der Anmeldemaske die Zugangsdaten Ihres Export-Accounts ein und klicken Sie auf Erstellen. Jetzt müssen Sie noch festlegen, welche Datenfelder für die ausgewählten Trailer übertragen werden sollen. Bitte markieren Sie die wie auf dem Bild gezeigten, rot umrandeten Felder. Sie können entweder Ihre gesamte Flotte oder nur einzelne Anhänger für den Datentransfer zu Rio auswählen. Wenn nur einzelne Auflieger für die Freigabe relevant für Sie sind, dann klicken Sie im rechten, blauen Menü auf die Schaltfläche Fahrzeuge hinzufügen und wählen Sie dann die Trailer aus, die Sie mit Rio verbinden möchten. Nach der Auswahl klicken Sie auf die Schaltfläche Plus, um diese Fahrzeuge zu dem jeweiligen Exportendpunkt hinzuzufügen. Wechseln Sie nun wieder in den Browserreiter von Rio und bestätigen Sie, dass der Export-Account in der Schmitz Cargo Bull Anwendung hinterlegt ist, indem Sie die Checkbox aktivieren. Danach klicken Sie auf Weiter. Hier werden nun alle synchronisierten Anhänger aufgelistet. Wenn alle Trailer angezeigt werden, dann können Sie zum nächsten Schritt gehen. Damit Sie die Positionsdaten auf der Rio-Karte nun auch sehen können, müssen Sie noch den passenden Dienst buchen. In diesem Fall ist das GOL, den Sie für jeden Anhänger benötigen. In den Kosten sind neben den bekannten Geo-Funktionalitäten auch sämtliche Kosten enthalten, die durch die Verbindung Ihres externen Kontos entstehen. In unserem Marktplatzwarenkorb ist die Auswahl bereits übernommen und auch der passende Dienst ist gewählt. Sie müssen nur noch auf Weiter klicken.
Wenn Sie bereits Dienste auf der Rio-Plattform gebucht haben, dann kennen Sie diesen Schritt. Wählen Sie einfach die gewünschte Zahlungsmethode aus und gehen Sie zum letzten Schritt über. Prüfen Sie noch einmal alles auf seine Richtigkeit und bestätigen Sie anschließend die Buchung. Nun können Sie im Flottenmonitor all Ihre Anhänger sehen und mit der Arbeit auf nur einer Karte loslegen. Viel Spaß beim Entdecken der Rio-Dienste!